Wir sind doch alle irgendwo auf der Suche nach der perfekten Morgenroutine und wünschen uns, morgens energiegeladen aufzustehen und schon vor dem ersten Kaffee am besten noch so ein paar To-Dos auf unserer ewig langen Liste abhaken zu können. Einfach insgesamt ein Morgenmensch zu sein. Und es gibt diese Menschen, die morgens immer gut gelaunt sind. Und ich gehöre nicht dazu. Wenn es auch euch so geht, dann bleibt dran, denn in diesem Video habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr euren Morgen so entspannt wie möglich gestalten könnt, damit auch die Morgenmuffel wie ich einen angenehmen Start in den Tag haben und der Rest des Tages nicht total versaut ist, weil am Morgen irgendwas nicht geklappt hat oder es zu stressig war. Ich bin einfach absolut kein Morgenmensch und es gibt so ein paar Sachen, die, wenn sie morgens passieren, mich absolut zur Weißglut treiben, auch wenn sie eigentlich keine großen Sachen sind. Der Morgen ist einfach für mich von enormer Bedeutung für den restlichen Verlauf des Tages. Wenn morgens was schief geht, ist der ganze Tag meistens für mich gelaufen. Das heißt, damit ich einen schönen Tag habe, muss mein Morgen so entspannt wie möglich sein. Und ich habe im Laufe der Zeit einfach so ein paar Sachen gelernt, wie ich das für mich persönlich am besten hinkriege. Morgendliches Yoga gehört übrigens nicht dazu. So viel schon mal vorweg. Trifft man ja sehr häufig bei diesen Videos an. Gehe ich aber gleich auch nochmal drauf ein. Wie immer, bitte nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es für euch hilfreich ist und interessant ist und wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr am liebsten euren Morgen verbringt. Ich habe es eben schon gesagt, in vielen Videos dieser Art bekommt man zu hören, dass der Morgen am besten mit Bewegung startet. Das soll für mehr Energie sorgen und gleichzeitig so richtig schön entspannen, so von innen heraus. Mag ja auch so sein. Aber ich für mich persönlich habe festgestellt, dass das für mich gar nicht funktioniert. Mich stresst das nur. Ich habe mich oft genug dazu gezwungen, morgens vor dem Frühstück eine kleine Yoga-Session einzulegen, ein bisschen Sport zu machen, einfach ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Man hört und liest doch überall, dass man das so machen muss. Letztendlich war es für mich aber nichts anderes als Quälerei. Ich möchte nicht schon am frühen Morgen ins Schwitzen kommen. Ich möchte mit meinem Kaffee faul auf der Couch sitzen und einfach gar nichts machen. Ja, Bewegung ist wichtig und auch ich versuche regelmäßig irgendwas zu machen, irgendeinen Sport zu Hause, aber nicht am Morgen nach dem Aufwachen. Und das habe ich auch erst vor kurzem verstanden. Ich muss mich am Morgen nicht dazu zwingen, irgendwie produktiv zu sein oder mich zu bewegen und Sport zu machen, wenn ich da eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf habe. Warum soll ich mich am Morgen zu etwas zwingen, auf das ich in dem Moment überhaupt gar keine Lust habe, dass ich auch zu einem späteren Zeitpunkt am Tag machen kann, wo es mir dann letztendlich auch viel mehr Spaß macht? Heißt, wenn euch am Morgen danach ist, einfach in Ruhe euren Kaffee zu trinken, dann macht das. Zwingt euch zu nichts. Zwingt euch nicht produktiv zu sein am frühen Morgen. Ebenfalls etwas, das ich seit kurzem nicht mehr mache, ewiges Snoosen. Ihr kennt das sicher auch. Der Wecker klingelt am Morgen, man kriegt die Augen noch überhaupt nicht auf, ist noch total verpappt und das Erste, was man einfach automatisch macht, ist den Snooze-Button drücken. Heißt 5 Minuten, meistens sind es ja auch 9 Minuten später, klingelt der Wecker dann nochmal. Ich habe es auch tatsächlich so gehandhabt, dass ich mir meinen Wecker eigentlich nochmal eine halbe Stunde vor der eigentlichen Zeit, in der ich aufstehen möchte, gestellt habe, damit ich noch ein bisschen snoosen kann. Wie bescheuert ist das bitte? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ist das erholsamer Schlaf in dieser Snooze-Phase? Nein. Also warum habe ich lieber auf richtigen Schlaf verzichtet und stattdessen lieber dieses 30 Minuten halb wach, halb schlafend sein, aber einfach sich nur total groggy fühlen, in Kauf genommen? Warum habe ich das bevorzugt? Fällt mir das Aufstehen nach 30 Minuten Snoozen wirklich leichter? Eindeutig nein. Das Aufstehen am Morgen ist doch immer scheiße, ganz ehrlich. Wenn ich um 7 Uhr morgens aufstehe, fühle ich mich in beiden Szenarien richtig beschissen. Ob ich jetzt bis 7 durchgeschlafen habe oder ob ich schon um 6:30 eigentlich wach bin, so halb, und aber ständig den Snooze-Button gedrückt habe. Mittlerweile stelle ich mir den Wecker also nicht mehr extra früher, um noch in Ruhe zu snoosen, sondern stelle ihn mir direkt zu der Zeit, zu der ich aufstehen möchte. Schwer aus dem Bett komme ich so oder so, aber ich nehme dann doch lieber nochmal 30 Minuten normalen Schlaf mit. Vorbereitung ist alles. Ist eins meiner Lebensmottos.
Das, was ich schon im Voraus machen kann, um es zu einem späteren Zeitpunkt leichter zu haben, das mache ich doch. Und vor allem für den Morgen lassen sich doch viele Sachen am Vorabend schon vorbereiten, damit der Morgen an sich dann entspannter ist, weil man einfach weniger zu tun hat. Klamotten und alles andere rauslegen, was man selber für die Arbeit braucht oder die Kinder für Kita und Schule brauchen. Aber auch das Frühstück lässt sich zum Teil ganz easy am Vorabend schon vorbereiten. Eine Sache, die ich beispielsweise schon ewig mache, ist, dass ich mir abends schon den Kaffee vorbereite. Ich koche den nicht, aber ich bereite die Kaffeemaschine, wir haben so einen Espresso-Kocher, so weit vor, dass ich am Morgen nur noch das Knöpfchen drücken muss, beziehungsweise den Herd anmachen muss. Ich kenne das nicht anders. Also ich kenne das so aus meiner Kindheit. Ich bin schon so, also ich kenne das aus meinem Elternhaus, bin so aufgewachsen. Da wurde auch immer schon am Vorabend die Kaffeemaschine vorbereitet. Das heißt, morgens ich wache auf, gehe, während ich so auf meinem Weg ins Bad, komme ich an der Küche vorbei, mache da kurz einen Abstecher, drücke einmal kurz das Knöpfchen Herd an und mehr muss ich dann erstmal nicht machen. Mittlerweile mache ich aber auch ganz gerne so eine Art Meal Prep fürs Frühstück. Mein Sohn frühstückt zwar eigentlich in der Kita, aber wenn er morgens aufwacht, hat er ganz häufig riesengroßen Hunger. Und was er tatsächlich mit am liebsten isst, ist Porridge. Was ich da als Alternative für ihn dann schon am Abend vorbereite, sind Overnight Oats. Ist ja im Prinzip fast das Gleiche. Und ich mache die dann am Morgen manchmal dann nochmal kurz in der Mikrowelle warm. Meistens isst er das aber total gerne auch kalt. Am Morgen selbst habe ich einfach keine große Arbeit. Ich nehme das fertig vorbereitete Frühstück aus dem Kühlschrank und gut ist. Gleiches gilt halt auch für mich selbst, als ich früher noch nicht von zu Hause aus gearbeitet habe, sondern noch in einem Büro. Mein Mittagessen habe ich mir nicht morgens vorbereitet. Meistens habe ich mir da wirklich Brote geschmiert, sondern ich mache das am Vorabend, weil am Morgen habe ich echt überhaupt gar keinen Bock, da zu stehen in der Küche und mir Brote zu schmieren. Am Vorabend ist das für mich überhaupt gar kein Thema. Generell gilt für mich, es sich am Morgen so einfach wie möglich machen. Daher versuche ich auch am Abend das gröbste Chaos, das in der Wohnung herrscht, schon zu beseitigen. Denn es stresst mich wirklich sehr, wenn ich morgens nach dem Aufwachen das Erste, was ich sehe, ist eine total chaotische Küche, vollgestellt mit dreckigem Geschirr. Und dann komme ich ins Wohnzimmer und dann stehen da noch die Weingläser vom Abend vorher und die angebrochene Chipstüte. Ich mache abends keinen großen Wohnungsputz, versteht mich nicht falsch. Aber die Sachen, die mit einem oder nur so ein paar Handgriffen zu erledigen sind, die mache ich abends. Tut euch den Gefallen und räumt erstens hinter euch auf, bevor ihr ins Bett geht. Heißt, räumt die benutzten Gläser aus dem Wohnzimmer in die Küche, schmeißt die leere Chipstüte weg, richtet auch nochmal die Kissen auf dem Sofa so ein bisschen, sodass es wieder schön ansprechend aussieht. Und zweitens, eine aufgeräumte Küche. Und wenn es nur ein freigeräumtes und glänzendes Spülbecken ist, habe ich schon mehrmals hier erzählt, ist am Morgen Gold wert. Weil direkt am Morgen nach dem Aufwachen mit den Dingen konfrontiert zu werden, die noch zu erledigen sind, macht keinen Spaß und sorgt bei mir persönlich für schlechte Laune. So ist der Morgen viel entspannter und ich kann auch wirklich diesen Kaffee ganz in Ruhe, ganz faul auf dem Sofa für mich alleine genießen. Ich hoffe, ich konnte auch euch mit diesen Tipps zu einer entspannteren Morgenroutine verhelfen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag zum nächsten Video wiedersehen. Ich sage bis dann und tschüss.